Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin und in diesem Podcast geht es ums Stricken und ja, meine Gedanken sozusagen zum Stricken oder zur Strickwelt und teilweise geht es manchmal ums Übersetzen, das wisst ihr, beziehungsweise diejenigen von euch, die schon mal ein paar Folgen von mir gesehen haben oder die von Anfang an dabei sind, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und was ich mir nicht hätte träumen können, als ich angefangen habe. Ich habe ja im Januar diesen Jahres angefangen, ja, so sehr, sehr, sehr spontan, ohne große Vorbereitung, also mir einfach nur ein paar Stichworte aufgeschrieben und ja, halt einfach losgelegt und dann hochgeladen und meine Freunde gebeten, ja, sich das anzuschauen, ob ihnen das gefallen würde, wenn sie Strickerinnen wären, was sie nicht sind leider. Und so ist das, naja, ins Rollen gekommen und dann seid ihr dazu gekommen, die echten Stricker und Strickerinnen, die sich den Podcast anschauen und ich bin euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, heute sitze ich wieder in meinem Arbeitszimmer, weil ich ja sehr wenig Zeit habe und direkt vor dem Computer sitze. Ich habe ja irgendwie, das sagen sehr viele Podcasterinnen, insbesondere jetzt, diese Woche, und einige haben auch seit ja, ein paar Wochen quasi keine neuen Folgen mehr veröffentlicht. Offensichtlich scheint es irgendwie durch die ganze Welt so eine Welle zu gehen von Beschäftigungen, vielleicht Feiertage, Urlaube, was auch immer. Aber auf jeden Fall ist das bei mir auch ähnlich. Irgendwie habe ich unglaublich viel zu tun. Jedes Mal, wenn ich mir diese Woche vorgenommen habe, mich hinzusetzen und aufzunehmen, ist irgendwas passiert, was das verhindert hat. Oder ich musste berufliche Termine reinsetzen, also in die freien Zeitslots und konnte dann keinen Podcast aufnehmen. Und für heute war es eigentlich auch genauso geplant. Ich dachte, okay, Freitag ist der letzte Tag, wo ich das relativ ungestört machen kann. Freitag früh, also jetzt. Und da hätte ich eigentlich fast eine Stunde Zeit dafür gehabt. Aber dann ist natürlich wieder was passiert, weswegen ich eine halbe Stunde verloren habe, so dass ich recht wenig Zeit habe. Ich versuche trotzdem nicht zu schnell zu sprechen und dann lieber die Folge ja, in Stücken aufzunehmen und dann zusammenzuschneiden, was für mich einen höheren Schneideaufwand bedeutet. Aber ich habe halt mir ein bestimmtes Thema vorgenommen und möchte jetzt nicht unbedingt das Thema splitten. Ja, also fange ich einfach mal an, ohne großen Vorgeplänkel. Ja, und zwar, nee, ich muss mal kurz überlegen. Ich habe mich bedankt. Ich habe ganz kurz mich vorgestellt. Ja, in diesem Podcast, habe ich ja schon gesagt, geht es vorwiegend ums Stricken. Also für diejenigen von euch, die noch keine Abonnentinnen und Abonnenten seid, gerne abonnieren, gerne mich auf Instagram hinzufügen, auf Revelry, meine Patreon-Seite sich angucken. Da habe ich 2 Mitgliedschaften, die euch richtig Vorteile bieten. Und ja, also alle Links sind in der Beschreibung zu finden und ansonsten gerne kommentieren. Ich beantworte eigentlich alle Kommentare, die ich sehe. Also falls ich jemand, also einen Kommentar übersehen haben sollte, tut mir das wirklich leid. Aber ich denke, ich habe es geschafft, alle Kommentare zu finden. Weil oft ist das in meinen Folgen ja so, dass ich ein bisschen irgendein theoretisches Thema aus der Strickwelt mitbringe und die dazu passenden oder nicht passenden Projekte zeige, an denen ich gerade stricke. Und es ist aber so, dass ich in den letzten Tagen oder vielleicht sogar ein paar Wochen schon nicht viel Strickzeit hatte. Ich stricke jeden Tag, auch wenn es ganz knapp ist zeitlich. Also wenigstens eine, zwei Reihen stricke ich immer. Aber ich aus unterschiedlichen Gründen also ich habe nur ein neues Projekt angeschlagen. Das habe ich schon auf Instagram geteilt und darüber spreche ich gleich auch. Das passt auch zu meinem theoretischen Thema. Aber ich habe nicht so viele verschiedene Sachen gestrickt, beziehungsweise nicht so viel Neues angeschlagen oder, naja, nicht viele neue interessante Projekte, die ich zeigen könnte für euch, an denen ich auch aktiv arbeite. Und dadurch, dass ich nie so viel Praktisches da habe, dachte ich, okay, es ist wieder Zeit für ein theoretisches Thema. Und ich wollte mich ja schon lange etwas systematischer als bisher geschehen in das Thema Nachhaltigkeit beim Stricken einarbeiten.
Und ich möchte euch auf meiner kleinen Lernreise sozusagen mitnehmen. Ich habe einige Literatur zu Hause zum nachhaltigen Stricken, zur Nachhaltigkeit im Allgemeinen und ich habe sie nicht alle gelesen, logischerweise, beziehungsweise ich glaube, ich habe keins dieser Bücher komplett gelesen. Und ich dachte, ich fange jetzt an zu lesen beziehungsweise durchzusehen, was in diesen Büchern so zu finden ist und teile das mit euch, damit ihr wisst, was in diesen Büchern steht. Nicht ganz ausführlich natürlich, sondern einfach nur, um euch den Eindruck zu geben, ob dieses Buch für euch interessant wäre. Und das motiviert mich dazu, diese Bücher auch wirklich mir konkreter, detaillierter anzuschauen, weil sie stehen sonst da. Also ich habe hier einige Bücher, da sind fast alles Fachbücher, inklusive Strickfachbücher sozusagen. Also da gibt es Bücher einfach nur mit Anleitungen, mit schönen Modellen, mit ein bisschen Text drumherum oder zur Nachhaltigkeit, aber auch sehr viel Fachliteratur übers Übersetzen und E-Learning. Ich entwickle ja Online-Kurse. Und ich dachte, ich nehme mal mir die Bücher zur Brust sozusagen und gucke sie mir genauer an. Und heute habe ich 3 Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Und bevor ich mit den Büchern aber anfange, eine kleine Einleitung. Ja, ich habe das schon in meinem allerersten Podcast bzw. in einer ersten Folge gesagt, dass ich mich bemühe, möglichst nachhaltig zu stricken. Also beziehungsweise, dass jemand Nachhaltigkeit beim Stricken möglichst weit zu berücksichtigen. Und nicht nur beim Stricken eigentlich, sondern auch in meinem Leben im Allgemeinen. Und bevor ich aber in die Bücher eingestiegen bin, dachte ich, okay, dann setze ich mich hin und mache eine Art Brainstorming mit mir alleine, um so eine Struktur zu entwickeln, an der ich entlang gehen kann, um mich möglichst strukturiert in das Thema Nachhaltigkeit einzuarbeiten. Und dann habe ich mir ein paar Stichworte notiert und da sind folgende Stichworte, die mir eingefallen sind. Die Liste dazu werde ich in irgendeiner Form aufbereiten und vielleicht auch mit Quellen versehen. Wenn die Liste ganz kurz bleibt, dann werdet ihr sie in der Beschreibung finden. Wenn das irgendwie mehr wird, ich kann ja viel schreiben, wenn der Tag lang ist, dann bereite ich das als eine PDF-Datei auf, damit ihr sich herunterladen könnt, falls ihr Interesse habt. Oder ich mache einen Artikel dazu. Stimmt, ich könnte einen Artikel dazu auf meiner Internetseite machen. Ja, genau, das geht in diese Richtung. Dann werde ich einfach den Artikel verlinken. Ja, also es wird nicht gleichzeitig mit dem Veröffentlichen dieser Folge passieren, aber das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt auseinandersetze und da werde ich wahrscheinlich, sehr hochwahrscheinlich, dazu was veröffentlichen. Ja, also habe ich mich hingesetzt und folgende Liste aufgestellt. Und auf dieser Liste stehen Begriffe bzw. Prinzipien, die mir zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Strickwelt eingefallen sind. Das sind Naturgarne, Naturprodukte im Allgemeinen und Vermeidung schädlicher Chemikalien in der Produktion dieser Produkte. Das ist quasi selbstverständlich sozusagen, beziehungsweise nee, selbstverständlich ist das eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel das Thema, also Vermeidung von Chemikalien in der Produktion von Wolle, ist ja das Thema dann, das so in die Richtung mulesingfrei geht, plastikfrei, Non-Superwash. Ja, das sind alles Begriffe, die damit zusammenhängen, weil Schafswolle als Superwash-Wolle aufzubereiten bedeutet, sie mit Chemikalien zu bearbeiten, damit die Härchen geglättet werden und beziehungsweise, ich glaube, das wird quasi so, bei der chemischen Bearbeitung werden diese Härchen quasi abgeschnitten und die Struktur wird komplett geglättet. Was dazu führt, dass man die Wäsche oder die Strickstücke zwar besser waschen kann, und sie vielleicht auch glatter sind, also auch nicht so kratzig, aber das bedeutet, dass man Chemikalien in der Produktion verwendet, die man dann auch irgendwie entsorgen muss. So, dann Tierwohl, Begriff Tierwohl, keine Tierquälerei. Das ist das Thema, das die Produktion von Seide betrifft. Da vertiefe ich mich jetzt erstmal noch nicht rein, das wäre zu viel für eine Einführung. Aber ich glaube, das ist für jeden quasi klar.
Tierwohl bzw. keine Tierquälerei, das sind ja absolute Werte, die durchaus auch in der Strickwelt oder für uns als Strickerinnen von Bedeutung sind. Dann Nachverfolgbarkeit von Produktion und Rohstoffquellen ist ein Thema. Lokale Produktion, was ja auch die Nachverfolgbarkeit vereinfacht, aber auch das lokale Wirtschaftsleben fördert, was für uns ja für alle von Vorteil sind, für uns, unsere Familien, unsere Freunde und so weiter. Fairer Handel und faire Bezahlung für alle Beteiligten in der Produktion von Garnen ist auch ein Thema, hat auch ja, Überschneidungen oder Schnittstellen mit der lokalen Produktion. Ja, faire Bezahlung in Deutschland ist eher möglich als in Entwicklungsländern zum Beispiel oder als in Ländern mit einem geringeren Lebensstandard. Ja, das ist ein Thema dabei, das mir eingefallen ist. Umweltfreundlichkeit ist natürlich quasi das Thema auch. Ja, also Umweltfreundlichkeit betrifft auch oder hat Schnittstellen mit dem Vermeiden von schädlicher Chemikalien bei der Wollproduktion, bei ja, Halten der Tiere und so weiter. Oder Abfälle, also Vermeidung von möglichst weite Vermeidung von Abfällen. Und als ja quasi Fazit oder so ein übergreifendes Motto für mich gilt auch Slow Fashion, also bewusster Umgang mit Ressourcen im Allgemeinen und Kleidung im Besonderen, zum Beispiel selber machen, da sind wir quasi richtig beim Thema, und wiederverwenden. Ja, das wäre dann auch ein Thema, das so in die Richtung geht, wenn etwas nicht mehr, also wenn ein Strickstück zum Beispiel nicht mehr passt, dass man das ribbelt und in ein anderes Strickstück verwandelt. Oder zum Beispiel das Aufbewahren von Wollresten und Verwenden in so Resteprodukten. Also zum Beispiel, dass man irgendeine Decke strickt, die man aus Wollresten stricken kann. Oder auch ein Kleidungsstück oder irgendwas für ein Kind oder für zu Hause, für den Haushalt macht. Für einen Hund, der jetzt wieder hinter mir liegt auf dem Boden, der leider nicht zu sehen ist. Genau, dann kann man auch noch ganz kurze Wollreste aufbewahren und so, jetzt kratzt er sich. Tut mir leid, die komischen Geräusche, er kratzt sich das Kiefer. Genau, die ganz kurzen Reste von Wolle kann man auch sammeln, wenn man viele davon hat, und damit zum Beispiel gehäkelte oder gestrickte Tiere für Kinder oder für Erwachsene stopfen oder Kissen stopfen oder irgendwas, also irgendwo halt die ganz kurzen Wollreste nicht aufbewahren, sondern verwenden. Das würde zum Beispiel auch dazu führen, jetzt so ein spontaner Gedanke, dass wenn man Wolle zu Hause hat, die man nicht, die zum Beispiel Polyester oder Polyacryl oder was auch immer, also so Plastikbestandteile enthält, und man jetzt plötzlich sehr nachhaltig arbeiten möchte und keine Plastikanteile in seiner Wolle haben möchte, heißt das nicht, dass man das alles direkt wegschmeißt, weil das bedeutet ja, dass es Abfälle gäbe oder mehr Abfall und auch noch Chemikalien in die Umwelt gelangen würden, sondern man kann das tatsächlich ja, verwenden für irgendwelche Sachen, also die man auf den Boden legt. Zum Beispiel als ja, Teppich, Badvorleger, irgendwas kann man immer damit machen, und dann ja, bleibt das möglichst lang in Verwendung und schadet weniger, weil produziert ist das ja schon. Ja, das waren so meine ersten Überlegungen. Dann habe ich, bevor ich noch zu den Büchern gekommen bin, habe ich das viel zitierte ChatGPT gefragt, was denn ChatGPT über Nachhaltigkeit ja, in der Strickwelt sagen kann. Ja, ChatGPT sagt euch vielleicht was. Also ich werde hier quasi was einblenden, wahrscheinlich eine Definition oder halt ein Beispiel, also wie heißt das, ein Screenshot von der Seite, sodass ihr seht, wie das aussieht. Für diejenigen, die noch ja, sehr unbedarft in diesem Thema sind, ChatGPT ist ja quasi für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemachte künstliche Intelligenz, die ja auf alle Internetquellen zugreifen kann und mit dem Menschen, der ihr Fragen stellt, interagieren kann. Was ja suggeriert, dass wenn man dieser Technologie oder diesem Programm
eine Frage stellt, dass dieses Programm sich bemüht, die Antwort oder die Antworten zu interpretieren, beziehungsweise zuerst die Antworten zu finden, die Frage zu interpretieren, die Antworten zu suchen und so aufzubereiten, dass sie in einer gut lesbaren Form dargestellt sind. Es gibt sehr viele Einsatzmöglichkeiten für ChatGPT, oder ganz kurz vielleicht, es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel sich die Recherche kürzen oder ersparen möchte. Und da kann ChatGPT auch helfen. Oder wenn man Briefe schreiben muss, wenn man zum Beispiel nicht so begabt ist beim Schreiben oder es einfach nur nicht mag. Ja, wenn man zum Beispiel an eine Behörde schreiben muss und das nicht so gut in Worte packen kann, dann kann man auch ChatGPT bitten, das zu schreiben. Und als Übersetzer kann man teilweise auch einzelne Ansatzbereiche sich überlegen. Da bin ich noch am Erkunden sozusagen. Ich habe schon einige Tests gemacht und das funktioniert, naja, so lala. Aber das ist nicht das Thema heute. Heute ist das Thema, dass ich der Maschine die Frage gestellt habe, was sie mir sagen kann zum Thema nachhaltiges Stricken. Und dann habe ich eine kleine Genugtuung erlebt, weil ich als Antwort genau die Stichworte bekommen habe, die ich eben schon aufgezählt habe. Ja, also die ich quasi in meinem Kopf irgendwie schon hatte, nur nicht systematisch aufbereitet und in meinem Brainstorming sowieso als eine Liste erstellt habe. ChatGPT hat mir die gleichen Antworten gegeben, beziehungsweise die gleichen Stichworte, Begriffe und Sachverhalte rausgegeben. Aber noch ein paar weitere Stichworte, zum Beispiel wie Vermeidung von Abfällen, so ausdrücklich als Stichwort, und Verwendung von möglichst wenigen Rohstoffen, was in Bezug auf die Strickwelt dazu führen würde, dass man möglichst wenig strickt oder Strickprojekte auswählt, die möglichst wenig Wolle verwenden. Das ist etwas, womit ich gar nicht einverstanden bin. Das heißt nicht, dass ich stricke und das liegen bleibt. Ja, also das ist natürlich Unsinn. Das wäre verlorene Zeit, verlorene Arbeit, verlorener Aufwand oder so. Das wäre ineffizient. Aber insgesamt möglichst wenig stricken. Naja, wenn man dadurch das Einkaufen vermeidet, da bin ich nicht einverstanden. Nichtsdestotrotz werde ich euch die Antwort von ChatGPT auch in irgendeiner Form aufbereiten und in diesem Artikel zusammen mit meinem Brainstorming auch nochmal abdrucken, denke ich, so dass ihr sehen könnt, wie ChatGPT schreibt. Ja, ansonsten werde ich mich mit ChatGPT noch intensiver auseinandersetzen. Ich wollte das jetzt an dieser Stelle nur schon mal erwähnen, weil ich das interessant fand, so bei den ersten Überlegungen, die Technologie einzubeziehen. Ja, und jetzt quasi als Fazit zu dieser sehr langen theoretischen Einführung möchte ich Folgendes sagen. Ja, also wie ist der Zwischenstand bei mir, was Nachhaltigkeit angeht? Ich glaube, es steht bei mir gar nicht so schlecht, was die Nachhaltigkeit angeht. Und zwar konzentriere ich mich ja auf die Naturgarne, sowohl beim Stricken als auch beim Verkaufen in meinem Shop. Also im Moment ist das noch ein Etsy-Shop, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe einen kleinen Etsy-Shop, in dem ich Naturgarne vorwiegend verkaufe. Nur bei Sockengarnen wird bei mir Nylon bzw. Polyamid verwendet, weil ich persönlich noch kein Sockengarn gefunden habe, das wirklich hält. Aber ansonsten konzentriere ich mich auf Naturgarne. Dann beim Selbermachen verwende ich eigentlich auch fast ausschließlich Garne ohne Plastikanteil, außer wiederum bei Socken. Und was ich auch intensiv beachte, ist Fairness, also faires Bezahlen, fairer Handel oder quasi Beteiligung am fairen Handel, sodass alle, die beteiligt sind, auch entsprechend honoriert werden, dass sie, wenn sie etwas erstellen oder wenn sie färben oder irgendeine Art von Arbeitsaufwand haben, dass sie diesen Aufwand auch bezahlt bekommen. Also sowohl quasi extern als auch intern. Also ich achte da natürlich auch darauf, dass ich, wenn ich etwas beruflich mache, dass das fair bezahlt wird
aber auch, dass der Kunde einen fairen Preis bekommt. Ja, also vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus meinem Übersetzer-Nähkästchen geplaudert. Ich übersetze ja für Privatpersonen, zum Beispiel Urkunden. Und da schaue ich schon mal, naja, auf den Kunden. Also ich hatte auch schon für jemanden, oder ich übersetze auch schon mal kostenlos, wenn ich sehe, dass die Person, wenn ich sehe, dass ich diese, ja, wie soll ich sagen, dass diese Mühe mir nicht schadet, also die Mühe für das Übersetzen mir nicht schadet, im Sinne, dass sie zum Beispiel meine gemeinsame Zeit mit meiner Tochter nicht beeinträchtigt. Also ich würde kein Buch kostenlos übersetzen. Aber wenn das 2 Stunden sind und ich sehe, dass die Person nicht imstande ist, das zu bezahlen, aber diese Übersetzung braucht, dann kann es schon mal passieren, beziehungsweise ist das auch schon mal passiert, schon mehrfach passiert, dass ich gesagt habe, okay, dann zahl so viel, wie du kannst oder zahl gar nicht. Natürlich kann ich das nicht häufig machen. Im Strickkontext habe ich natürlich auch schon ja, kurze Auszüge aus Strickanleitungen übersetzt. Das soll zum Beispiel auch bei bei der Patreon-Mitgliedschaft, die etwas teurer ist, wo es ums Übersetzen auch geht. Das ist naja, zum Beispiel auch eine Dienstleistung von mir, dass wenn es eine Passage in der englischsprachigen Übersetzung gibt, bei der ihr nicht weiterkommt, dass ihr sie mir als Mitglied zuschicken könnt und ich euch bei der Übersetzung helfe. Das ist eine meiner Dienstleistungen, die ich ja, fest aufgenommen habe in diesem Patreon. Ja, in diesem Patreon The Knitting Translator Club sozusagen. Das war jetzt die Einleitung oder Einführung, gedankliche Einführung sozusagen in das nachhaltige Stricken. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst noch da gewesen wäre, wenn ich Zuschauerin wäre. Das werde ich feststellen heute Abend, wenn ich dir das Video bearbeite. Aber ich hoffe sehr, dass ihr noch da seid und dass ihr euch für das Thema auch interessiert. Wenn ihr bis hierhin Kommentare oder Fragen habt, gerne direkt schon kommentieren, während ihr guckt. Und als ja, nächsten Schritt vertiefen wir uns ein bisschen in die Literatur, mit der ich schon angefangen habe. Ich stelle heute 3 Bücher vor. Ich zeige sie jetzt kurz und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr vielleicht ein bisschen weiter scrollen wollt oder ob ihr euch die Bücher anguckt. Die alle habe ich sogar persönlich gekauft bei dem Idee-Markt oder so heißt das, in Bielefeld, ja, am Rande der Altstadt sozusagen. Ich werde den Shop verlinken. Ja, das ist eine große Shopkette, soweit ich weiß, also Idee, Kreativmarkt, glaube ich, heißt das. Aber ich finde, sie haben viele schöne Sachen, oder nicht aber, sondern ich finde, sie haben viele schöne Sachen. Ich mache da sehr gerne Halt, wenn ich in der Stadt bin. Und da habe ich nach und nach diese 3 Bücher gekauft. Ich glaube, mehr als nur diese 3, aber diese 3 habe ich jetzt zum Thema Nachhaltigkeit rausgesucht, weil sie einen kurzen Einstieg bieten. So, das Buch heißt Natürlich stricken von Top Verlag. Ja, Top Verlag, Natürlich stricken. Ist keine Werbung, selbst bezahlt, selbst gekauft, selbst gelesen. Und die Autorinnen sind Melanie Berg, genau, das ist Merlind. So, das sind die Autorinnen. Die alle Melanie Berg, dann geht mal durch Patrick Gruban, Caroline Hossmann und Jule Kebelmann. Sie haben hier ein bisschen was geschrieben und die Designs beigetragen, soweit ich das einschätzen kann. Es gibt in diesem Buch eine kleine theoretische Einleitung, aber wirklich recht kurz. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Anleitungen. Einmal zur Kleidung mehrere Projekte, dann Accessoires noch mehr und Home Decor, ja, was sich ja teilweise thematisch mit Accessoires überschneidet. Home Decor auch noch ein paar Projekte. Und das macht das Buch besonders interessant, weil es besonders nützlich ist, glaube ich. So, in der Einführung gibt es eine kleine Faserkunde. Ich muss mal schauen. Zum Beispiel schreiben sie hier darüber, was Naturfasern und was synthetische Fasern sind. Dann, wo die Schafswolle herkommt, welche Faserarten, natürliche Fasern es noch gibt. Dann, wie vom Schaf, also wie ist der Weg der Wolle vom Schaf zum Strickstück, beschreiben sie, aber wirklich recht kurz. Und
genau, sie schreiben über die Geschichte der Schafe sozusagen, also so ganz kurz auch über die, also das zeige ich vielleicht nur so ganz kurz, so auch ein Doppelseiter, in dem Schafe im Porträt dargestellt werden. Und sie beschreiben auch die Textilzertifikate, die ja auch eine Rolle spielen, naja, wenn es darum geht, dass man möglichst natürlich oder tierquälereifrei hergestellte Garne zum Beispiel hat und so weiter. Also es gibt mehrere Textilzertifikate, zum Beispiel GOTS, die sich hier beschreiben. Und dann gibt es einige Projekte, die ich schön finde, die ich auch wahrscheinlich nachstricken werde. Und die zeige ich auch. Das ist das Positive sozusagen an diesem Buch. Dieses Projekt finde ich sehr schön. Das ist einfach nur ein sehr bequemer Pullover, Pullover Bergen. Ein oversiziger, bequemer Pullover. Dann gibt es eine Gartenjacke, Basel. Eine Jacke zur Arbeit im Garten. Finde ich auch sehr interessant und praktisch, nicht nur für den Garten. Dann finde ich diese Decke toll. Ja, logischerweise würde man auch naja, auf eine bunte Decke oder auf einen bunten Deckendesign natürlich selbst kommen. Aber hier ist das halt vorgeschrieben und man sieht, wie es aussehen wird, was man ja bei eigenen Designs oder bei eigenen Entwicklungen nie sehen kann. Und hier sieht man, was einem gefällt, was einem vielleicht nicht gefällt und dann kann man das nachmachen, ohne sich zu viele Gedanken machen zu müssen. Das ist bei dieser Art von Projekten sehr schön. Dann mein Lieblingsstrickstück, das ich noch kein einziges Mal fertig gestrickt habe, eine Wärmflasche Riga. Und ein weiteres Projekt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich sowas hier stricke, aber ein Kissenbezug. Ich bin mir nicht sicher, weil ich nicht so ein Kissenmensch bin. Ja, ich habe zwar natürlich mehrere Kissen zu Hause, aber die sind alle sehr praktisch oder werden alle sehr praktisch verwendet. Und ja, ich bin nicht so der Mensch, der irgendwie ein schönes Kissen auf der Couch oder auf dem Sessel braucht. Ich finde das, weiß ich nicht, also das gehört nicht zu meiner Ästhetik. Ja, wenn ich Kissen habe, sollten sie möglichst unsichtbar sein, aber vorhanden, lustigerweise. Ja, also genau, die positiven Seiten des Buches habe ich gesagt. Es gibt Infos zur Faserkunde, es gibt Infos zur Nachhaltigkeit, zu den Zertifikaten. Es gibt viele Projekte, die man aus Naturgarnen unter anderem stricken kann. Sehr viele schöne Modelle. Das Buch hat was gekostet? Das hier sogar mein Bon noch. 19 Euro gekostet. Das finde ich okay für die Anzahl der Anleitungen auf jeden Fall. Das, ja, so viel zum fairen Bezahlen sozusagen. Das 20 Euro finde ich in Ordnung für diese Qualität. Das ist Hardcover. Ja, also ist ein gutes Buch, das man gut ins Regal stellen kann und das lange leben wird. Was mir weniger gut gefällt, ist, dass viele Kleidungsmodelle, ja, da sind ja einige gewesen. Ach, übrigens, hier gibt es noch ein anderes Modell, das ich auch gerne nachstricken werde, wahrscheinlich. Ein Tuch. Ein einfach konstruiertes, aber sehr, ja, mit ein paar schönen Details versehenes Tuch werde ich höchstwahrscheinlich machen. Genau, also viele Kleidungsmodelle, die ja hier vorhanden sind. Zum Beispiel, ich suche noch ein bisschen was. Ja, also einfach nur beispielhaft. Das ist jetzt kein Modell, das mir gefallen würde, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die so etwas gerne tragen. Das Tuch, der Cardigan, dann gibt es noch ein anderes. Genau, es gibt dann noch einen anderen Cardigan, den man eigentlich gut verwenden könnte, um Reste zu verstricken, weil man hier viele Farben braucht. Die werden alle in Teilen gestrickt, ja, also Rücken, Vorderteile getrennt voneinander, Ärmel getrennt voneinander und zwar flach und dann alles zusammennähen, ja. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ist nicht unbedingt meine Stärke, ja. Ich kann flach stricken oder ich stricke sehr gerne flach. Aber ich nähe unglaublich ungern. Und zwar so, dass Strickstücke manchmal jahrelang liegen, bis ich sie dann ribbele, weil ich dieses Hindernis des Zusammennähens nicht überschreiten kann. Jetzt fällt mir wieder der Ratschlag einer Zuschauerin. Sie hat mal kommentiert, dass
ich meine in Teilen gestrickten Sachen durchaus mal zu einer Schneiderei bringen kann und sie fragen kann, ob sie mir das zusammennäht und dass sie sich vielleicht freuen wird, das zu machen. Mal sehen, vielleicht, wenn ich mal ein Modell finde, das nur in Stücken gestrickt werden kann, was ich nicht selbst so umändern kann, dass ich das ganzheitlich stricke, vielleicht vielleicht mache ich Gebrauch von diesem Rad. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Das war also das Buch. Ach ja, genau. Aus meiner Perspektive ein weiterer Minuspunkt ist, dass das Thema Nachhaltigkeit hier sehr kurz beschrieben ist. Also für mich ist das ein Nachteil, ja, weil ich mich ja einarbeiten möchte in das Thema Nachhaltigkeit. Für diejenigen, die da viel wissen schon oder das Thema nur kurz anreißen möchten, reicht das natürlich aus. Ja, also soll keine Kritik sein eigentlich. Das ist einfach nur eine Beobachtung. Das nächste Buch ist dieses hier, Nature Matters von Rico Design. Ja, auch bei Idee Kreativmarkt gekauft. Rico Design ist ein Garnhersteller, sage ich mal, Strickunternehmen, das Strickdesigns produziert, Wolle produziert, Bücher veröffentlicht offensichtlich. Ja, also sehr, sehr viel in der Handarbeitswelt macht und nicht nur für Strickerinnen und Stricker, sondern wirklich auch für diejenigen, die nähen, für alle möglichen Richtungen. Ja, sicher auch für diejenigen, die spinnen, auf jeden Fall für alle möglichen Arten von Handarbeit. Und das ist auch der große Vorteil von diesem Buch. Also hier gibt es Projekte, genau, hier gibt es keine Theorie. Hier gibt es Projekte aus dem natürlichen Bereich sozusagen, also aus Naturgarnen, auch aus Baumwolle, aus Stoffen, weiß ich nicht, aus Leinen oder so. Auf jeden Fall Strick-, Häkel-, Bastelprojekte aus verschiedenen Naturmaterialien. Und das Buch ist in 3 Sprachen geschrieben. Ja, also hier sieht man vielleicht ein bisschen Deutsch, Englisch, Französisch. Ja, also das Buch gibt es in 3 Sprachen auf einmal. Das ist ja so ein bisschen wie Sandnes Garne das auch macht. Sie haben ja auch, nee, sie haben einfach das Gleiche in mehreren Sprachen, also gleiche Publikationen in verschiedenen Sprachen. Aber teilweise, glaube ich, haben sie auch eine Publikation mit mehreren Sprachen drin. Und hier ist auf jeden Fall so, dass alle Anleitungen in 3 Sprachen sind. Und es gibt sehr schöne Anleitungen. Zum Beispiel, ich zeige ein paar, die ich gemacht habe. Das nicht. Oder das finde ich auch schön. Ja, das habe ich nicht gemacht, aber das finde ich schön. So ein Shopper, also eine Tasche. Ich glaube, das ist eine gestrickte Tasche. Aus 100% Hanffaser. Das kann man auch bei Idee Kreativmarkt kaufen, beziehungsweise ich glaube, das ist auch von Rico Design. Ist das gestrickt? Nee, das ist gehäkelt. Genau, das ist eine gehäkelte Tasche, aber es gab auch eine gestrickte Tasche hier drin. Die habe ich tatsächlich gestrickt und einer Freundin geschenkt, weil ich mit dieser Tasche nie großartig was anfangen konnte, muss ich zugeben. Das habe ich gehäkelt, multiple Male, also wirklich sehr häufig. Das ist ein Seifensäckchen, das verwende ich auch tatsächlich, deswegen zeige ich es nicht. Dann gibt es noch so Badeschwamm zum Häkeln. Dann, wo ist denn die Tasche, die ich zeigen wollte? Das gibt es, wie heißen sie? Abschminkpads. Die habe ich auch. Ach stimmt, jetzt habe ich eine Idee. Abschminkpads gehäkelt. Ich habe sie auch, viele davon gehäkelt und alle verschenkt, weil ich mich nicht schminke eigentlich oder fast nie schminke. Die Tücher, ja, das sieht man vielleicht nicht so gut. Die kleinen Gästetücher oder Küchentücher, ja, die sind in Patent gestrickt. Die habe ich gestrickt und die verwenden wir, also vorwiegend meine Tochter, die verwendet sie einfach ganz normal für Gesicht und Hände. Davon habe ich einige gestrickt aus Baumwolle. Die Tasche habe ich jetzt nicht gefunden. Steht das hier irgendwo? Die andere Tasche, die finde ich sehr, sehr interessant. Einfach nur, weil sie so ein, ich weiß nicht, einfach nur ein schönes Design ist.
aber ich finde sie nicht. Was mit Seife, also Seife machen, erklären sich hier auch. Ein paar Nähsachen gibt es hier drin. Na, tut mir leid, das dauert jetzt irgendwie lange, weil ich diese Tasche nicht finde. Ah, da ist sie. Diese Tasche habe ich gestrickt. Sieht man sie? Die Tasche. Hier sieht man sie in voller Schönheit. Die habe ich gestrickt und verschenkt. Das war ein schönes Geschenk. Also ich habe sehr viele gestrickte und gehäkelte Sachen an die gleiche Freundin verschenkt, an dieselbe Freundin verschenkt. Ich hoffe, sie nutzt sie. Sie schminkt sich auf jeden Fall häufiger als ich. Genau, das war dieses Buch. Ja, also für mich hat das Buch eigentlich nur Vorteile. Das hat 5,99 € gekostet. Das ist nichts für die Anzahl der Anleitungen, von wirklich Anleitungen, die man praktisch für sich, für den Haushalt, für sich selbst, für Geschenke nutzen kann. Ja, das ist wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung. Hier gibt es keine Theorie, für viele ein sehr großer Vorteil. In meiner Einarbeitung in die Nachhaltigkeit beim Stricken jetzt nicht unbedingt, aber spielte hier keine Rolle. Ich finde das Buch sehr gut. Und das letzte Buch ist dieses hier, also das letzte Buch, das ich heute vorstellen möchte, ist Einfach nachhaltig stricken von ePipa. ePipa ist Saskia Strohhammer, glaube ich, heißt der vollständige Name. Irgendwo steht er hier. Habe ich... Nee. Finde ich es nicht. Hatte ich doch irgendwo gesehen. Genau, hier Saskia Strohhammer. Genau, sie ist, also soweit ich weiß, oder ich kenne sie als Woll- oder Garnfärberin. Ich glaube, sie färbt natürlich, muss ja, passt zum Buch. Und ich glaube, sie macht auch Designs. Sie hat einen Etsy-Shop, sie ist auf Instagram aktiv und ich finde ihre Ästhetik sehr schön. Mir gefallen die Farben. Das sind alles so gedeckte, beige, natürliche Farben, glaube ich. Also diejenigen, die ich gesehen habe und die ich mag. Und was Designs angeht, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es hier einige Designs. Ja, deswegen sprechen wir jetzt über das Buch. Einfach nachhaltig stricken vom EMF Verlag. Und in diesem Buch gefallen mir folgende Sachen. Bereits auf dem Cover stehen schon wichtige Begriffe, die auch für mich eine sehr große Bedeutung haben. Ja, Zero Waste, also keine Abfälle, Minimalismus und Slow Fashion. Minimalismus ist mein großes Ziel. Wie man so hinter mir sieht, ja, bin ich bei dem Erreichen dieses Ziels nicht weit gekommen. Insbesondere in Bezug auf das Garn und die Bücher. Aber das ist trotzdem mein sehr großes, erklärtes Ziel, dass ich mein Leben so richtig Richtung Minimalismus voranbringen kann. Und Slow Fashion, ja, wir stricken alle. Ich stricke zwar oder versuche möglichst viel und schnell zu stricken, aber alleine die Idee, die eigene Kleidung Masche für Masche selbst herzustellen, das ist Slow Fashion, also langsame Mode. Und das ist etwas, was für mich eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ja, also dieses Verlangsamen des Lebens durch das Selbermachen der eigenen Kleidung. Das finde ich irgendwie als Idee, als Lebensmotto sehr beruhigend. So viel zur psychologischen Wirkung des Strickens. Und bei diesem Buch gibt es auch einige etwas umfangreichere Grundlagen zu Nachhaltigkeit im Wollregal und Achtsamkeit, zu tierischen und Pflanzenfasern, zu Zertifikaten oder ja, so Qualitätssiegeln in dem Textil- und Wollbereich. Dann gibt es aber noch interessante Sachen, zum Beispiel sowas wie Baumwollgarn selber machen. Ja, also ich zeige mal, oder gucke mal, ob ich hier 24. Genau, dass man Baumwollgarn selbst aus ja, Stoffresten herstellen kann. Ich gucke mal, ob man das hier irgendwie größer sieht. So. Ja, also einfach nur Teile reißen, nicht schneiden, sondern reißen, soweit ich das verstehe. Und genau, dann Wolle färben mit Lebensmittelfarben, nachhaltige Pflege und Strickbasics. Strickbasics und Häkelbasics gibt es übrigens auch in dem Buch, das ich eben gezeigt habe, in diesem Nature Matters. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Sowas gibt es hier, ja, also so eine Art kleine Maschenkunde
zu den wichtigsten oder zu den im Buch verwendeten Häkelmaschen, sage ich jetzt mal. Und zum Stricken gibt es das Gleiche. Und am Ende gibt es noch Schnittmuster oder sowas oder Stickmuster vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall irgendwas so zum Rausnehmen. Das ist etwas, was mich nicht so großartig interessiert. Und hier, genau, und ein Wörterbuch gibt es hier. Beziehungsweise kein direktes Wörterbuch, aber auf jeden Fall sind hier einige Begriffe in allen 3 Sprachen aufgeführt. Und für mich als Übersetzerin ist das ein Wörterbuch. So, bei diesem Buch gibt es umfangreichere Grundlagen der Nachhaltigkeit und ebenfalls viele Projekte, die dann so strukturiert sind. Also ich glaube Alltag, Küche, Badezimmer, Wohnzimmer. Ja, also alles für den Haushalt eigentlich. Oder vorwiegend für den Haushalt. Also das sind sehr wenige Kleidungsstücke, die hier vorgeschlagen werden. Auf dem Cover steht auch Kleidung, Nützliches und Schönes, umweltfreundliche Produkte, Projekte und praktische Tipps. Genau, und die meisten Projekte sind keine Kleidung, sondern sind halt eher für den Haushalt. Und ich finde, genau, das Buch ist quasi umfangreicher. Das war wahrscheinlich auch teurer. Nee, das war 17,99 €, also wenn wir schon bei Preisen sind, 17,99 €. Sehr viele Projekte, von denen ich jetzt bisher noch nichts fest mir vorgenommen habe. Aber zum Beispiel finde ich sowas interessant, ja, also so Aufbewahrungssäckchen für Obst und Gemüse. Das kann man, also im Prinzip kann man einfach nur so quasi irgendeine Seite aufmachen und schon findet man was Interessantes. Ja, das kann man aus den Resten von eigenen T-Shirts herstellen. Ja, oder darin kann man nicht nur Zwiebeln aufbewahren, sondern alles Mögliche. Was ist denn hier noch Spannendes? Ja, ich habe zum Beispiel auch die Idee für mich, so Teppiche, Badezimmerteppiche zu stricken, weil mein Badezimmer ja irgendwie so gemacht ist, dass man quasi einen Teppich nach Maß stricken muss oder herstellen muss, weil die fertigen Teppiche entweder zu lang oder zu kurz, zu klein oder zu groß sind, aber nie optimal passen, so auf den Platz, der dafür zur Verfügung steht. Ja, also auch das Buch ist ein gutes Buch für diejenigen, die im Bereich oder die für zu Hause was machen wollen oder die sich in das Thema Nachhaltigkeit langsam einarbeiten möchten. Damit sind wir durch, was meine kleine Bücherübersicht in dieser Phase meiner Einarbeitung angeht. Ich habe noch einige weitere Bücher, viele in Englisch, zu denen komme ich auch bald oder vielleicht nicht so bald, aber ich wollte ja anfangen und angefangen habe ich und ich wollte oder möchte hiermit euch ja dazu einladen, vielleicht auch so ein bisschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, falls ihr das noch nicht tut. Falls ihr das tut, empfiehlt mir gerne und uns allen gerne in den Kommentaren weitere Bücher vielleicht oder interessante Internetseiten zum Thema Nachhaltigkeit beim Stricken oder im Wollbereich. Ja, das würde mich schon sehr interessieren. Und nun können wir endlich zu ein bisschen Praxis kommen, sprich zu meinen aktuellen Projekten, die auch zum Thema Nachhaltigkeit passen. Beziehungsweise, also im Prinzip zum Thema Slow Fashion passt ja jedes Thema aus der Strickwelt oder fast jedes Thema aus der Strickwelt. Aber hier passt es auch ganz gut zum Thema Nachhaltigkeit. Deswegen sind es auch diese Projekte, die ich zeige. Und als erstes möchte ich ein für mich ganz besonderes Projekt zeigen, weil das mein eigenes Design ist. Also ich weiß nicht, wie die Reise endet, aber auf jeden Fall hatte ich vor ich fange da mal anders an. Ich habe letztes Jahr auf dem Wollfestival in Düsseldorf ein sehr, sehr, sehr schönes Garn gekauft. Das ist dieses hier. Ja, das ist das Merino-Leinen-Gemisch. So 90% Schuhwolle, Merino extrafein und 10% Leinen. 366 Meter auf 100 Gramm. In dieser wunderschönen Farbe
Das Garn ist pflanzlich gefärbt mit Avocado und das ist getan worden oder das wurde gemacht von das Strickzimmer. Eine sehr, sehr nette ja, Strickerin, Spinnerin aus Münster. Es gibt auch eine Internetseite, die ich hier verlinke. Und das Garn ist einfach nur wunderschön. Also als ich es gesehen habe, ich bin drumherum geschlichen und das ja quasi angefasst, mir 4 Stränge rausgesucht und wollte sie nicht mehr loslassen. Ich war mir unsicher, weil das fühlt sich natürlich so ein bisschen trocken an, ja, nicht wie typische Merino-Wolle. Durch das Leinen ist das natürlich so ein bisschen, ja, halt so ein bisschen fester und trockener, aber nicht kratzig. Und ich finde die Farbe und die Haptik und die Optik einfach nur ganz besonders. Also habe ich die 4 Stränge gekauft. Und dann lagen sie bei mir im Regal ganz lange. Ich bin drumherum geschlichen wieder und mir die ganze Zeit überlegt, was mache ich draus? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es muss was Besonderes werden. Ich habe schon Maschenproben damit gemacht und ja, war mir immer noch unsicher, was ich machen soll. Und irgendwann diese Woche hatte ich die zündende Idee, ich glaube, oder am Wochenende, letzten Wochenende, habe ich die zündende Idee, was ich damit mache. Und dann habe ich angefangen und das ist mein eigener Entwurf. Das ist noch kein fertiges Design, aber ich bin dabei, das quasi also ich stricke und parallel notiere ich mir alles und bevor ich den nächsten Schritt mache, recherchiere ich, mache ich Maschenproben zwischendurch, wenn ich ein neues Lace-Muster irgendwie ausprobiere. Auf jeden Fall bereite ich quasi eine Anleitung vor. Ich weiß nicht, ob ich sie veröffentlichen werde. Ich weiß auch nicht, ob das gut wird. Ja, ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, das wird auf jeden Fall gut. Ich habe noch nicht die Ärmel vom Körper getrennt. Aber bald ist es soweit und dann sieht man ja schon, ob das Strickstück was wird. Genau, ich zeige euch, was ich habe und wie das Design im Moment aussieht. So, ich habe natürlich zu kurze, wie heißt das, zu kurzes Seil. So, aber man sieht, dass das ein Rundpasse Pullover bzw. eine Art Bluse wird. Und das Interessante dabei ist nicht Rundpasse, sondern dieses Lace-Muster. Sieht man natürlich, ja, tut mir leid, das sieht man noch nie so gut. So, das ist das Lace-Muster, nach dem ich gesucht habe. Ja, ich hoffe, das sieht man irgendwie gescheit. So, das wird natürlich alles nochmal ein bisschen aufblühen und klarer zu sehen sein. Man sieht, dass das so eine Art Blätter oder Tropfen, ja, so umgedrehte Tropfen sind. Ich hoffe, das wird schön. Ja, also mir gefällt es schon mal. Es wird auch hier und da mal irgendwie ein besonderes Strickdetail geben. Ja, auf jeden Fall sieht das im Moment so aus. Im Moment sind das Streifen, an denen ich arbeite und ich habe, glaube ich, nur so 4 cm, bis ich die Ärmel abtrennen kann. Es gibt auch verkürzte Reihen, damit der Pullover oder die Bluse gut sitzt ja, um den Halsausschnitt. Das ist mein erstes Design und bisher bin ich echt sehr stolz, weil das Garn und das Muster meines Erachtens sehr gut zueinander passen. Ja, also beides ist sehr elegant, aber irgendwie auch bodenständig. Ja, so stelle ich mir das vor. Und ja, ich bin noch beim ersten Knäuel und habe noch 3 davon. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich habe das schon auf Instagram geteilt, also da gab es ein paar Likes. Wenn ihr irgendwas dazu sagen möchtet, sehr, sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ja, genau. Und warum passt das zur Nachhaltigkeit? Weil das pflanzengefärbt ist. Und die Wolle ist vermutlich Superwash, Leinen logischerweise nicht. Leinen ist auch ein Naturprodukt, keine Plastikanteile. Also ich bin sehr zufrieden erstmal an dieser Stelle. Und ein anderes Projekt, das ich zeige, ich
schaue mal in meine Notizen. Ja, vielleicht nur die Erwähnung, mein Bramsche Cardigan, den kann ich hier wieder einblenden, von dem ich letzte Woche, letzte Woche tatsächlich, letzte Folge gesprochen habe. An dem habe ich nicht so viel gestrickt. Ich bin bei einem Ärmel ungefähr hier, aber ich warte jetzt auf die Lieferung von kurzen, dicken Nadeln. Also ich habe ein Set von Chiagu bestellt, also bei dem es Nadeln geben wird, so kurze Rundstricknadeln ab 5,5 bis 8 oder sowas. Und also ich musste mit der Zeit feststellen, dass Stricken mit den kurzen Rundstricknadeln oder Stricken von Ärmeln mit den runden Kurzstricknadeln für mich am besten funktioniert. Ab Nadelstärke 3,5 ungefähr, 3,5, 4. Ja? Und bei 5,5 und ich stricke den Bramsche Cardigan mit 5,5er Nadeln oder 6er, 5,5er. Da brauche ich die, ja, weil ich jetzt so weit gekommen bin, dass meine andere alte Rundstricknadel nicht mehr ausreicht. Also die ist zu lang dafür jetzt schon. Und mit Magic Loop, was ich normalerweise bei dünneren Garnen mache, auch für Ärmel oder für Socken mache ich Magic Loop normalerweise. Bei Ärmeln, bei dicken Ärmeln und dicken Nadeln ist das nicht unbedingt bequem, weil das Strickstück natürlich schwerer ist, ja, und irgendwie dicker alles. Das ist nicht so bequem und das Seil ist auch dicker. Das ist auch ja, bei diesen Schlaufen nicht so bequem. Und Nadelspiel kommt für mich nicht in Frage. Finde ich zu frickelig. Genau, also liegt der Bramsche Cardigan und wartet auf die heutige Lieferung, die für heute versprochen wurde. Beziehungsweise auf die Lieferung, die für heute versprochen wurde. Ja, und ein Projekt zeige ich noch und spreche ganz kurz darüber. Das ist ein Projekt, das ich eigentlich zu Silvester angefangen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich zu Silvester angefangen, das hier zu stricken. Ja, das ist, wie heißt das? Lace and Fade Boxy von Jorge Locatelli. Lace and Fade. Ja, also hier, das strickt man mit einem Fingering Weight oder Fingering Sockenstärke Garn sozusagen, also Fingering Garn, das mit einem Faden Silk Mohair, das wieder mit einem ja, farbwechselnden Fingering Garn, dann wieder Mohair und so weiter, das geht in Streifen und die Farbe des Fingering Garns verändert sich, ja. Muss man nicht machen. Genau, und das Ganze ist dann boxy halt, also quadratisch und die kurzen Ärmel werden dran gestrickt. Und das Ganze wird eigentlich in einem Stück gestrickt. Man fängt, das ist hier am bequemsten zu zeigen, man fängt hier an der Schulter an, man schlägt hier an. Ich bin mir nicht sicher, ob man komplett alles angeschlagen hat. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schlägt man irgendwie quasi den Rücken an. Man strickt zuerst den Rücken so bis zu der Abtrennung der Ärmel. Dann schlägt man an den Schultern wieder Maschen an, also zuerst an einer Schulter, dann an der anderen und strickt nach vorne. Dann verbindet man, also dann nimmt man zu, verbindet hier vorne den Halsausschnitt und strickt den Vorderteil, das Vorderteil, auch wieder bis zur Abtrennung der Ärmel. Dann verbindet man alles und strickt in Runde, also dieses mega große quadratische Ding strickt man in Runde und macht halt immer Streifen. Und ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich bin blöderweise natürlich mitten in einer Reihe, die ich heute früh irgendwie versucht habe zu machen und nicht geschafft habe zeitlich. Aber ich versuche das trotzdem irgendwie ein bisschen zu zeigen. Ich hoffe, das flutscht mir nicht alles raus. So, ich kann den Rücken zeigen. Also den Rücken bis zur Abtrennung der Ärmel. So, das sind meine Farben. Und das ist, das ist der Halsausschnitt hinten. Also ich glaube, man hat tatsächlich nicht alles. Man hat, glaube ich, Schultern getrennt voneinander angeschlagen und dann halt ein bisschen und dann irgendwann halt die Maschen dazwischen angeschlagen und zusammen verbunden alles. So, also man sieht meinen ersten Streifen am Rücken. Tut mir leid für das Gefusel hier oder Gewusel. So, auf jeden Fall, das ist die eine Schulter. Man sieht, das ist der erste Streifen, der ist ein bisschen länger, weil hier auch verkürzte Reihen gemacht werden.
Und dann wird irgendwann alles einfach glatt gestrickt in Hin- und Rückreihen. Und dann kommt halt mein erster Silk Mohair Streifen mit dem Lace-Muster, mit einem recht einfachen, aber wirkungsvollen, sage ich mal, Lace-Muster. Und hier verwende ich, so man sieht, dass bei mir schon bei dem Silk Mohair Garn so ein bisschen Farbwechsel ist. Das ist ein handgefärbtes Silk Mohair Garn. Ist auch eine gute Frage, von wem. Ich glaube, das ist von Ushitita. Ich schaue mal. Jetzt fällt alles runter. Jetzt ist mir alles runtergefallen. Ach ja, genau. Ich kann hier. Oder das ist nicht von Ushitita. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist das. Ach nee. Genau, das, jetzt konnte ich das aus meinem Knäuel, aus meines Silk Mohairs rausholen. Man sieht so ein bisschen das Spiel der Farben. Ja, also da ist ein bisschen grün, ein bisschen Rost und ansonsten ist das halt Silberfarben. Und das ist auch das Strickzimmer oder von das Strickzimmer. Habe ich auch auf dem Wollfestival gekauft. Das ist 30% Seide, 70% Kid Mohair, 420 Maschen Länge auf 50 Gramm. Ja, das ist total, total schön, sehr weich. Also ich liebe das. Und das andere Garn ist das andere Garn ist Non Superwash Merino von Madame Benoit, eine meiner Lieblingsfärberinnen überhaupt. So, Madame Benoit Fiber Arts. Und das ist 100% Merino, unbehandelt, also Non-Superwash. Die Serie bei ihr sozusagen nennt sich Deluxe Non-Superwash, also Deluxe NSW. Ich weiß nicht, ob sie die noch so in der Form hat. Und das habe ich, genau, das sind 400 Meter auf 100 Gramm, also ein typisches Fingering-Garn oder Sockengarnstärke. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Ordnung bringen wieder, damit ich nichts verwechsle. Und ich habe die Wolle habe ich als Adventskalender vorletztes Jahr bestellt. Also nicht zum letzten Advent, sondern zum vorletzten Advent. Und meine weiteren Farben, also das soll ja faden oder muss nicht, aber bei mir wird es faden. Also das ist die erste Farbe, ja, dieses Graue mit ein bisschen, also man sieht schon, dass das handgefärbt ist. Das wird die zweite Farbe sein. Ist alles schon gewickelt, als würde ich das ganz schnell stricken. Und das ist die dritte Farbe. Die ist per Hand gewickelt, auch handgefärbt. Man sieht so ein bisschen an dieser Stelle schon, dass es handgefärbt ist. Die habe ich mal per Hand gewickelt, weil ich irgendwas, ich glaube irgendwo im Urlaub, daraus stricken wollte und das nicht gemacht habe. Was jetzt super toll ist, weil ich die Wolle wunderbar in diesem Pullover verwenden kann. Ja, und das alles ist, wie gesagt, möglichst nachhaltig gehalten. Ja, das ist ein schönes, nachhaltiges Hüge-Projekt, muss ich schon sagen. Also ich erhoffe mir von diesem Pullover einiges an Bequemlichkeit, an angenehmen Gefühl. Ja, und das ist natürlich, also klar, die Streifen mit dem Lace-Muster, die sind für mich nicht so leicht zu stricken. Also die kann ich nicht so gedankenlos stricken. Ja, aber die wechseln sich ja mit Glatt-Rechts-Streifen und das ist perfekt. Ja, also das kann ich, normalerweise nehme ich dieses Projekt, wenn ich gerade bei dem grauen Streifen bin oder bei diesem grau-grünen Streifen dann irgendwann bin, nehme ich das Projekt, um entweder zu lesen, selbst zu lesen für mich oder meiner Tochter vorzulesen, was wunderbar funktioniert. Wirklich, das ist ja entweder nur rechts oder nur links und das kann ich machen, während ich lese und das ist ein perfektes Projekt für mich. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, obwohl ich wirklich keine Hoffnung mehr hatte, dass ich es heute schaffe. Ich habe es geschafft. Ich habe die Folge aufgenommen. Ich bemühe mich, sie heute Abend zu bearbeiten, damit sie morgen früh auf meiner Patreon-Seite zuerst veröffentlicht werden kann und dann übermorgen auf YouTube öffentlich zu sehen ist. Ich wünsche euch
pünktlich zum Muttertag einen wunderschönen Muttertag. Allen Müttern, allen Töchtern, allen Kindern sozusagen einfach nur einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und ja, passt auf eure Mütter auf. Und die Mamas, passt auf euch selbst auf. Stricken hilft uns dabei sehr. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich werde in den nächsten Wochen viel unterwegs sein. Ich werde versuchen, dabei Aufnahmen zu machen, die euch interessieren könnten. Ach ja, genau. Zum Muttertag gibt es die gesamte Woche. Ja gut, ausgestrahlt wird die Folge erst morgen oder übermorgen, aber bis Sonntagabend gibt es in meinem Etsy-Shop einen Muttertagsrabatt. Es lautet Muttertag, alles groß geschrieben. Und ja, ich wünsche euch frohes Einkaufen, falls ihr was einkaufen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einfach nur einen schönen Muttertag. Passt auf euch auf, habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.